Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Nussdorf am Inn. Der Winkel-Wiesenweg hat zwar nicht viele Parkplätze, muss man aber ein bisschen aufpassen, dass man die Leute nicht an der Einfahrt zustellt. Aber da geht's los. Die normale Betonstraße kennen die Radlfahrer alle, die dann auffahren. Es ist an ein paar Stellen ein ziemlicher Willensbrecher, da wo nicht alle durchfahren können. Und herunten geht es einmal ganz gemütlich los, geht erst einmal flach hinter. Ich werde mich aber dann gleich verabschieden und den Bichler Steigen aufgehen über die Bichler Alm. Das ist immer schon eine von meinen Lieblingstouren gewesen und ich habe festgestellt, es ist schon 2022, bin ich das letzte Mal aufgegangen, es ist schon ein bisschen her. Darum würde ich sagen, auf geht's oder es ist schon aufgegangen. Wir kommen gleich am Anfang am Obstbaum-Lehrgarten vorbei und natürlich der beste Freund oder die beste Freundin vom Obstbauern ist die Biene. Und da wird man auch gleich aufklärt, was Bienen so alles kennen und was alles für einen fleißigen Dienst verrichten. Erfahrt man so am Wegesrand. Und am Ende von der Straße, wo man es jetzt sieht, da haben wir noch so gute 100 Meter rauf, dann verschwindet man ja schon rechts in den Bichler Steig rein. Das ist eine Stei, die ist im Sommer normal furchtbar batzig. Da macht es jetzt der Frost möglich, dass man einfach so drüber geht. Im Sommer, wenn es recht dreckig ist, geht man dann normal ein kleines Stück weiter oben rüber. Dann geht es ganz gut. Wir sind jetzt auf 710 Meter. Da überqueren wir die Straße, da fahren die LKWs zum Storbruch von Nussdorf auf. Wenn es recht nass ist, dann empfehle ich euch, geht die Schlaufen auf der Straße, weil da kommt ein Stückel, das wenn weggefroren ist, dann ist da richtig hässlich zum Rübergehen. Wenn Sie mal nach vorne schauen, das ist jetzt alles fest und man kommt da ganz gut rüber. Im Sommer steht man wirklich knöcheltief im Dreck drin und es ist da auch extra rutschig. Es war ja unten angeschrieben, dass man geübt sein soll aufgrund der Rutschgefahr. Ich habe natürlich, was für die Jahreszeit sowieso dabei sein soll, meine 6 Grödel dabei. Das Sackerl hängt gleich vorne am Gürtel oder am Hüftgurt. Jetzt sind wir gerade auf 720 Meter Höhe, also 6 viel war es nicht. Da hätte man gerade die Schleifen auf der Straße nutzen können, weil es da hinten für Fußgänger, Radfahrer gesperrt ist. Da geht es in den Bereich vom Storbruch rein und wir
gehen wir da gerade diagonal über die Straße rum. Und da steht es auch schon angeschrieben zum Heuberg, die Wegnummer 224. Und gehen da im Steig weiter. Aber einmal ein Drahtseil gespannt. Das ist ja irgendwie auf 7:30 gehängt, kann man sagen. Das ist vielleicht mit einer der kritischsten Stellen. Da geht es in den kleinen Graben da rein. Ich finde, im Moment kann man fast am besten rübergehen. Da herüben gibt es auch noch mal ein Stückerl Stahlteil, aber erst weiter vorn. Das heißt, man muss da gut einen Tritt suchen, bis man wieder einen Halt gefunden hat. Da unten sind wir ja gerade links abgebogen. Da ist von der anderen Seite auch ein Steig raufgekommen. Da muss man ein Stückchen weiterfahren Richtung Winshausen. Dann kommt man von der Seite nochmal. Und jetzt sind wir schon kurz vor der Bichleralm. Wie wir sehen wir nichts. Aussicht ist gleich 0, aber jetzt drehen wir ein bisschen rum. Da oben wird es heller. Wenn man über die Bichleralm drüber schaut, dann schaut es hell durch. Und ich bin gespannt, ob wir über die Wolken kommen oder nicht.
Auf einmal ist von rechts runtergekommen. Die Gams. Wir schauen uns gegenseitig an. Und ich schätze, wenn ich jetzt langsam losgehe, wird sie sich gemütlich davon machen. Ich wollte euch gerade sagen, dass es gleich da vorne links übergeht. Da waren wir auch schon mal auf der Kindelwand. Und wie ich mich gerade umgedreht habe, habe ich gesehen, schaut mal nach vorn. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind gerade so dabei, dass wir aus die Wolken rausgingen. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Ja gut, es sind schon noch ein paar hundert Höhenmeter bis an den Heiberg rauf. Aber jetzt freue ich mich noch mehr aufs Ankommen am Gipfel. Leute, das ist kein Videotrick, das ist doch der Wahnsinn. Unten Wolken und Umwolken.
Ja, was soll man sagen? Der Wahnsinn, ihr habt das gesehen. Ich bin wirklich durch die Wolken durchgekommen. Ich habe ein Wolkenmeer. Das ist zwar nicht so glatt, wie ich es neulich bei Ludwig Wandert einmal gesehen habe. Da hat es ausgeschaut wie ein Teppich, wo man rausgehen kann. Aber was für ein Tag. Heute ist am Montag, ich habe so ein verlängertes Wochenende. Und der Tag hat sich voll rentiert. Ich bin wieder mal diesmal war es schon ein bisschen schlimmer, mit Rückenproblemen losgegangen und habe auch gemeint, ich wäre es heute nicht ganz los. Und jetzt im Moment, wo ich da herum ein bisschen umeinander spaziere, ich bin jetzt eine halbe Stunde am Gipfel, kein Mensch, weit und breit. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist er doch raus. Mal schauen, ich hoffe, ich kann mir das beim Runtergehen erhalten. Ich habe jetzt gerade Grödeln auf da, weil wer einen Heiberg ein bisschen kennt oder auch nicht, lasst euch gesagt sein, dann runterfahren, Leute mit dem Zipfelbob runter, die polieren den richtig auf und um die Jahreszeit ist ohne Grödel. Naja, so hat man eigentlich schon dabei haben. Und jetzt zum Runtergehen habe ich es auf alle Fälle drauf da. Ich gehe aber davon aus, mit den 5 cm feinsten Pulverschnee, die da jetzt draufgefallen sind die letzten 2 Tage, werde ich trotzdem ab und zu ein bisschen rutschen, aber halt anders wie auf blankem Eis, ohne Grödel. Also immer Trodinger dabei haben. Wie vermutet, habe ich richtig gesehen. Ihr seht es unter mir, die Spuren von einem Zipfelbob. Da herunten spielt jetzt kein Rollen mehr. Weiter oben, muss ich sagen, war es jetzt schon richtig Wachs. Der Abstieg ist jetzt vom Heiberg geschafft. Wir kommen gerade her zur Lagler Alm. Ich glaube, die haben heute nicht offen. Ich wollte aber sowieso nicht einkehren. Ich habe gesagt, ich komme zum Kaffee wieder heim. Noch ein bisschen Video schneiden. Und dann war es wieder ein guter Tag. Die Aufnahme endet jetzt da, weil den Weg über die Straße nach Nussdorf, den muss ich euch nicht sagen. Ich werde, so wie es ausschaut, auf der Straße bleiben. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksackt-Taxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.